Mein Leben ist stressig. Andauernd muss ich irgendwo sein und von A nach B hetzen. Mittlerweile ist es Nachmittag und bis auf ein kurz vor der Haltestelle reingezwängtes Croissant habe ich heute noch nichts gegessen. Meine Wasserflasche ist noch fast voll. Und irgendwie brummt mein Schädel. Da war doch noch irgendwas, an das ich unbedingt denken wollte. Die Stromrechnung, der erhöhte Beitrag von meinem Internetanbieter. Oh, und den Hausflur muss ich diese Woche auch noch putzen. Vermutlich sieht auch dein Kopf im Inneren ungefähr so aus. Stress, Unruhe und Zeitdruck sind an der Tagesordnung. Neben dem Wohlbefinden, das in der heutigen Zeit aufgrund der normalen Lebensweise flöten geht, vergisst man oft, dass eine solche Art zu leben auch krank macht. Aber was sollst du tun? Nun, ich weiß nicht, was dir persönlich im ganz Speziellen hilft, aber eins weiß ich, du solltest etwas tun. Eine Art finden, dein Leben stressfreier, entspannter, ruhiger, glücklicher und schöner zu verbringen. Wenn nicht schon dir zuliebe, dann deiner Gesundheit wegen. Es gibt viele Lebensweisen und Dinge, die dir dabei helfen können. Warum Minimalismus ruhig, entspannt und glücklich macht, darum soll es in diesem Video gehen. Wer ausmistet und nur das behält, das er braucht oder ihn glücklich macht, der genießt viele Vorteile. Alles, was du siehst, hat einen Nutzen oder macht dich glücklich, wenn du es ansiehst. Wenn du dir das nur schwer vorstellen kannst, als Kind hatte ich ein schönes Bücherregal, voll mit Büchern mit den tollsten Geschichten. Über Dinos, über ägyptische Pyramiden und eine ganze Reihe über Tiere. Neben den Büchern, die ich mir selbst ausgesucht hatte und die ich mit Freude las, standen also ein Haufen Staubfänger, die mich bei jedem Anblick daran erinnerten, dass ich mein Zimmer noch aufräumen und vielleicht einmal abstauben sollte. Dem entgegen habe ich jetzt nur noch ausgewählte Bücher, die ich gerne aus dem Regal ziehe, die übersichtlich angeordnet sind und nicht vieler Pflege bedürfen. Und die Moral der Geschichte? Es gibt Sachen, die braucht man nicht, die benutzt man nicht, die nerven einfach nur. Und die können weg. Gerade in Phasen, in denen man viel zu tun hat, sei es auf der Arbeit oder im Privaten, ist es entspannend, wenn man weiß, dass man nicht noch Zeit und nervenaufwendig die Wohnung in Ordnung halten und putzen muss. Die Dinge, die man hat und nutzt, lernt man wirklich zu schätzen, weil man sich viel bewusster darüber ist, welchen Sinn und Zweck sie erfüllen. Wenn man sich etwas Neues kaufen möchte, überlegt man, ob man es wirklich braucht und erfreut sich länger daran, als wenn man sowieso jeden Tag irgendwas Neues kauft, um sich bei Laune zu halten. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass alle diese Dinge etwas in deinem Kopf machen. Sie bringen dich zum Nachdenken und bringen dir Dankbarkeit bei. Und trotzdem wird dein Kopf dadurch nicht voller, sondern immer freier.
Du hast mehr Zeit für dich und fängst an, dich öfter selbst zu reflektieren. Dadurch wirst du dir deiner selbst bewusster. Die Befreiung von unnötigen Gegenständen erweitert sich irgendwann auch auf deine Gedanken und den Blick auf dein Umfeld. Unnötige Gedanken braucht man nicht. Du nimmst sie zur Kenntnis und lässt sie einfach durch deinen Kopf ziehen. Einmal von links nach rechts und das war's. Was sollst du jetzt machen? Du verschwendest keine Zeit und Energie in Dinge, die du nicht ändern kannst und die dir nicht gut tun. Und irgendwann wird dir vielleicht bewusst, dass es auch Menschen in deinem Leben gibt, die dir nicht gut tun. Die sowieso immer nur irgendwas an dir auszusetzen haben und dich ständig schlecht reden. Auch von diesem Ballast kannst du dich mit der Zeit trennen. Weil du dir deines eigenen Wertes bewusst wirst und deine Gesundheit vorne anstellst. Dein Körper ist dein Palast. Wer versteht, was einem nicht gut tut, wird automatisch Interesse daran entwickeln, herauszufinden, was einem gut tut. Davon profitierst du, wenn du dadurch wie von selbst anfängst, deine Ernährung umzustellen, Sport zu treiben und mehr Wert und Mühe in deine psychische Gesundheit legst. Eventuell wirst du Spaß daran finden, mehr zu unternehmen und die zwischenmenschliche Ebene zu anderen wird sich verändern. Denn dir wird klar, dass alles vergänglich ist. Deine Zeitplanung und Einteilung wird nun nicht mehr das Hetzen von A nach B, Überstunden und Dinge, die dir eigentlich gar keinen Spaß machen, umfassen. Sondern du wirst anfangen, deine Zeit mit Dingen zu nutzen, die dir wirklich Spaß machen. So war es bei mir. Warum Minimalismus ruhig, entspannt und glücklich macht? Weil du dir deiner selbst bewusst wirst. Vielen Dank fürs Zuschauen und Hören. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dass du die ein oder andere Anregung mitgenommen hast. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Tschüss!